Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute, ja, unschwer zu erkennen, auf dem Main. Wir haben heute hier eine Mission und wir müssen auch schon direkt gleich reingehen. Denn ich hatte ja letztes Mal gesagt gehabt, dass ich sehr gerne, liebend gerne wieder in der IHOF stünden würde, ja. Und in die IHOF... Achso, ich dachte gerade, ich bin in der... Nee, warte mal, lol, ich bin in der IHOF, oder? Ja, doch, ich bin in der IHOF. Alter, ich habe das gar nicht gesehen. Hä? Okay, das ist jetzt ein bisschen... Okay, gewinnen wir den Kampf? Ja, nice! Ja, sehr geil. Noch direkt einen IHOF-Kampf gehabt hier, ja? Auf Platz 15, IHOF-mäßig, ne? Ey, ich hatte letztes Mal gesagt gehabt, ich wollte unbedingt wieder in die IHOF. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich in der IHOF bin. Ja, weil ich die Folgen als sehr spannend immer empfunden habe, dass wir kurz vor 18 Uhr uns ja, auf Platz 1 von unserem Server befördern, weil für die Leute, die es nicht wissen, wie man in die IHOF reinkommt, wenn ihr 18 Uhr ja, auf Platz 1 steht auf eurem Server, dann werdet ihr nächsten Tag in die IHOF befördert. Ja? Das heißt, ich muss gestern um 18 Uhr in der IHOF gewesen sein. Wir haben es jetzt 17:55 Uhr und wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um uns auf Platz 1 zu befördern. Die letzten Male war es immer sehr spannend gewesen, weil, ja, ich das Gefühl hatte, dass mehrere Leute auf Platz 1 kommen wollen. Gerade der BMW ist jemand, der sehr gerne auch in der IHOF sich untertrudeln möchte. Jetzt bin ich einfach mal gespannt. Wir haben es jetzt relativ einfach geschafft, oder? Also in der Vergangenheit, weiß ich, war das immer noch ziemlich ein Krampf gewesen, hier auf Platz 1 zu kommen. Wir haben jetzt auch keine Alu, die wir spielen können. Man kann ja auch durch die Alu so ein bisschen rumtricksen, sag ich mal, dass man sich ein paar Ehrenhallenpunkte noch dazu verdient. Das haben wir jetzt nicht, weil wir noch Stadtwache drin haben. Das Einzige, womit wir uns noch ein bisschen was verdienen können, wäre Adventure Medic. Da kriegen wir noch notfalls ein bisschen Ehre. Aber wir gucken mal, ob wir hier Platz 1 verteidigen können. Ja, unterdessen gucken wir uns nochmal den Kampf an. Also ich hatte jetzt, das ist total geil, also ich wollte jetzt immer in die IHOF, jetzt bin ich in der IHOF und habe es gar nicht mitgekriegt, ja. Sehr geil. Ein schöner Kampf mal in der internationalen Ehrenhalle, ist einfach mal cool. Also vielleicht fragen sich Leute, was ich daran so gut finde. Ich finde es einfach mal geil, sich mit anderen Leuten zu messen, die nicht auf deinem Server spielen, so, ne. Dass man serverübergreifend so ein bisschen mal sich auch beweisen kann, so ein Kampf gegen die Nachteule wäre doch mal geil. Auch wenn wir gar keine Chance gegen Nachteule hätten. Ja, schöne Grüße an der Stelle. Hatten ja jetzt gerade letztes Mal ein Video zur Nachteule gemacht. Auch wenn wir gar keine Chance hätten, es wäre einfach mal so lustig, mal gegen Nachteule einfach mal zu kämpfen. Ja, mit meinem Main-Account hier. So, das wäre super, super cool. Aber das kriegen wir halt leider nicht hin, weil wir oftmals nicht in der IHOF sind und dann müssen wir halt auch noch gegeneinander kämpfen. Das macht das Ganze natürlich dann auch nochmal ein bisschen schwieriger. Aber sehr schön zu sehen, dass wir hier gegen Absolute Zero, der absolut Zero Damage gemacht hat, die Runde bei mir. Also der Name des Programms an der Stelle, ich weiß nicht, ist das ein Deutscher? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Aber man kann ja auch hier jetzt schön... Kann man in die Gilde schauen? Nee. So richtig irgendwie dann doch noch nicht. Ja, jetzt sind wir wieder auf unserem eigenen Server. Wir müssen uns selbst hier noch im Blick behalten, ja. Ich habe mal hier die Clock offen, 2 Minuten noch. Die letzten Male war es immer sehr, sehr spannend gewesen, weil, wie gesagt, beim letzten Fight, da hatte zum Beispiel um kurz vor 18 Uhr BMW wurde da aktiv, hat versucht, mich da von Thron zu stoßen. Umbums hatte auch irgendwie noch ein bisschen angegriffen gehabt, gerade zu der Zeit. Und dadurch waren wir halt, ziemlich schwierig oder haben uns ziemlich schwer Platz 1 ergattern können. Wir haben es noch zum Schluss geschafft, ne? Aber allerdings haben wir heute, so wie es momentan jetzt gerade aussieht, kann sich noch ändern. Jetzt die letzten Minuten natürlich, ne? Wir werden das beobachten. Kann sich alles, das Blatt kann sich noch wenden. Jetzt gerade aktuell nicht so viel Action. Aber wir beobachten das einfach, das Ganze mal, ja. Kurz vorher nehmen wir dann nochmal den Adventure Medic, damit wir auf ganz, ganz Nummer sicher gehen, ja. Und dann werden wir einfach mal gucken, ob wir auch morgen, 2 Tage in Folge, wieder in der IHOF stehen. Die letzten Tage war BMW immer relativ weit oben gewesen. Ich weiß gar nicht, wer von uns jetzt eigentlich so wirklich stärker ist. Allerdings, bin ich immer ein Fan davon. Also ich habe mir Ausdauer,
er hat mehr Hauptattribut. Ich bin immer ein Fan davon, eigentlich den stärksten vom Server auf Platz 1 zu lassen, damit der halt eben auch den Server repräsentiert, schlussendlich, und halt eben für uns dann eben ja, antritt, um halt eben F9 ein bisschen weiter nach oben zu pushen. Deswegen, man kann sich natürlich auch künstlich auf Platz 1 boosten. Allerdings, ja, bringt das halt den Server dann nichts, wenn man gegen jemanden starken spielt und sich halt eben nur so auf Platz 1 geboostet hat, ne? Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen mal die Adventure Medic. 40 Ehre haben wir jetzt nochmal on top dazu bekommen. Ja, haben wir nochmal den Abstand ein bisschen ausgebaut. Es ist wirklich sehr wenig Bewegung. Hier unten war gerade ein bisschen Bewegung gewesen, aber in den oberen Rängen passiert hier jetzt nichts. Und wenn die nächsten 4 Sekunden wir auf Platz 1 bleiben, dann sieht es so aus, als ob wir auch morgen erfolgreich okay, da wurden wir sogar pünktlich um 18 Uhr ausgeloggt, ja. Also vielleicht passiert da dann doch so eine... Achso, gut. Jetzt hat natürlich auch die Nachtzeit eingeschaltet hier in SF-Game, ne? Vielleicht hat er jetzt den Spielstand gecheckt und hat uns dadurch ausgeloggt. Ich weiß nicht, ob man regelmäßig um 18 Uhr ausgeloggt wird, weil ich bin auch persönlich ganz selten um diese Zeit auf dem Server hier aktiv. Deswegen bin ich meistens auch nicht in der IHOF vertreten. Also ja, wenn jetzt das Video rauskommt, dann sollte ich morgen eigentlich auch meinen Fight in der IHOF haben. Ja? Wir werden das Ganze beobachten. Ich werde euch darüber morgen natürlich dann auch informieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir schon mal ein bisschen höher standen mit F9, aber wie gesagt, wenn, ja, immer so, keine Ahnung, wenn jetzt nicht der stärkste des Servers Platz 1 den Server repräsentiert, dann wird es halt schwer, so, ne? Ich würde halt sagen, so Ute von unserem Server ist ziemlich weit vorne, Umbums ist auch sehr, sehr weit vorne so, also ist auch so einer der stärksten Accounts hier auf jeden Fall, ne? Und ja, dann müsste man mal gucken. Ich glaube, Uran ist auch noch relativ stark so, ne? Er hat auf jeden Fall gutes Main-Attribut. Ja, da kann man nicht meckern. Aber ist halt eben auch ein bisschen mehr Glass Cannon, also sehr, ja, also der Fight kann natürlich auch nach hinten losgehen. Wir haben es bei Nachteule ja eben gerade gesehen. Das ist so einer der stärksten Magier, die es gibt. Aber ja, ist halt eben auch sehr doll auf Intelligenz. Und wenn halt jemand mal kommt und er halt eben nicht reinkrittet, ne? Ja, dann kannst du da halt eben auch als fast stärkster Magier der Welt so nichts machen. Also Scythe ist von den Statpunkten noch, von den Total Stats ein bisschen höher, aber Nachteule ist ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, immer so der auf jeden Fall die Dungeons immer als erstes wegklöppelt, und das kommt natürlich auch zum Teil durch so eine Skillung halt eben, ne? Kann aber auch nicht immer, wie man hier sieht, von Vorteil sein, wenn man halt eben, ja, in einer Rangliste halt kämpft und so viel auf Damage ausgegangen ist, ne? Deswegen war ich ja lange Zeit mit meinem Magier auch hier auf 450, oder bin halt auf Ausdauer gegangen, ganz, ganz lange Zeit. Ja, weil ich halt eben nicht One-Hit sein wollte. Und ja, aber jetzt halt eben wird es auf jeden Fall wieder Zeit. Es bringt halt nichts als Magier, ist auch so auf 50-50 zu gehen, finde ich halt so. Deswegen hatte ich jetzt Ausdauer auch erstmal sein lassen und Skill halt Intelligenz jetzt erstmal weiter bis 600k. Ja, also jetzt hier noch weiter Ausdauer hoch zu skillen auf 500.000, und dann haben wir hier einen 500er Mage. Das fühle ich jetzt auch nicht so und ist jetzt auch nicht... ich wollte gerade sagen, jetzt hat sich das aufgehangen, das Spiel, oder was? Ist jetzt auch nicht so der Grund, warum ich jetzt einen Magier genommen habe, um halt eben den übel tanky zu bauen. So, das ist jetzt nicht so meine Ambition dahinter gewesen, als ich die Klasse gepickt habe. Deswegen, ja, werden wir definitiv auch wieder ein bisschen mehr auf Damage gehen. Okay, ja, die heutige Folge war tatsächlich relativ unspektakulär. Ja, wir gucken mal, ob es beim nächsten Mal wieder ein bisschen spannender wird. Es kommt natürlich immer darauf an, ob die anderen Leute jetzt auch immer so gerade aktiv zu dem Zeitpunkt gerade am Start sind und auch in die IHOF wollen, ne? Das ist natürlich dann immer so ein bisschen eine Glückssache auch, ne? Aber heute war jetzt nicht ein sehr großer Konkurrenzkampf gewesen, sag ich mal so, ne? Ja, aber sehr cool zu sehen. Wie gesagt, ich habe es wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir gestern auch schon in der IHOF waren. Und ja, das ist natürlich dann ganz cool auf jeden Fall, ne? Ich meine, jetzt gibt es ja nicht mehr so viele Server, 50 Stück haben wir jetzt aktuell nur noch, ne? Speed-Server kannst du ja jetzt auch nicht so mitzählen, ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall ganz cool zu sehen. Mal gucken,
wie hoch wir uns da noch so kämpfen können, ne? Wenn wir ein bisschen regelmäßiger reinkommen. Ne? Ich bin zwar jetzt auch nicht der Stärkste auf dem Server, wie gesagt, so Ute Umbums müssten da auf jeden Fall jeden Tag so hin, aber man kann halt eben auch, wenn man das Timing hat, auch gut auf Platz 1 kommen dann, den Tag dann um die Uhrzeit. Ne? Alles klar, aber das war es erstmal soweit von mir heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Wie gesagt, war heute leider nicht ganz so spannend, ne? Aber vielleicht beim nächsten Mal wieder. Das letzte Mal war halt sehr, sehr spannend gewesen. Ne? Sehr viele um 18 Uhr aktiv gewesen. Aber ja, das kann nicht immer so sein. Deswegen war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.